Nochmal machst du sowas nicht mit mir. Das heißt? Für dein Coming-out hast du alle Zeit der Welt. Aber verleugnen lasse ich mich nie wieder. Henning weiß, dass ich auf ihn warte. Sicher ist irgendetwas Wichtiges dazwischen gekommen. Wenn ich ihm nicht mal mehr einen Anruf wert bin, ich komme schon allein zurecht. Uli war hier. Ja und? Er hat mir von eurem Gespräch erzählt. Und dass ich so drogengefährdet sei, seit wir auseinander sind. Das habe ich nie zu ihm gesagt. Sondern? Guten Tag und auf Wiedersehen. Also hast du mit ihm gesprochen? Milli, bitte. Ach, du lügst doch. Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Jetzt hör bitte auf, ich habe kein Wort zu Uli gesagt. Wie kommt er dann darauf, dass ich Drogen nehme? Ja, keine Ahnung. Ich habe nur mit Charlie über das Thema gesprochen. Du hast mit der Schneider über mich geredet? Wir sind befreundet. Wieso gehst du nicht gleich in eine Talkshow? Jetzt glaubt jeder, ich dröhne mich zu, weil ich Uli hinterher heule. Charlie geht mit sowas nicht hausieren. Ach. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. So viel Vertrauen hätte ich aber nicht. Milli! Ärgere dich nicht. Was würdest du tun, wenn du versetzt wirst? Der Vertrag mit Clarissa ist eben wichtiger. Sie soll uns ihren Anteil an Friedenau verkaufen. Da müssen sich Henning und der Anwalt irgendwas einfallen lassen. Das ist auch für dich. Ach, Christoph, immer ist irgendetwas anderes. Mal ist es ein Anwaltstermin, dann wieder Avatex, dann ist es das Gestüt. Wir haben doch kaum noch Zeit füreinander. Hennings Verantwortung ist gewachsen. Er ist mein Nachfolger. Da musst du hin und wieder zurückstecken. Ja, aber doch nicht ständig. Ich habe so gehofft, wir könnten den Bildband gemeinsam beginnen. Aber das scheint ihn überhaupt nicht zu interessieren. Ich mache den Vorschlag. Ich springe für ihn ein. Du willst mir bei der Sichtung des Materials helfen? Wenn du mich lässt. Danke, Christoph. Das ist sehr lieb von dir. Erst ist sie ausgerastet und dann hat sie mich rausgeschmissen. Ich mache mir wirklich langsam Sorgen um Milli. Ob ich mal mit Erika reden sollte? Tom, hörst du mir überhaupt zu? Löse lieber deine eigenen Probleme, Uli. Möchtest du auch einen Kaffee? Nein, danke. Musst du heute noch mal ins Krankenhaus? Nein. Dann könnten wir doch endlich noch mal um die Häuser ziehen. Dazu habe ich momentan wirklich keine Lust. Toll. Immer nur zu Hause rumhängen ist ja wohl auch stinklangweilig. Oh Mann, der macht was alleine, wenn ihm die Decke auf den Kopf fällt. Entschuldige bitte, das war nur eine Frage. Ja, aber es nervt. Außerdem habe ich noch einiges zu tun. Hi, Nick. Hi. Immer noch dicke Luft, ja? Also, der geht mir langsam auf die Nerven. Erst sagt er, alles ist in Ordnung und dann ist er immer noch beleidigt. Charlie, störe ich dich? Guten Abend, Erika. Was ist denn passiert? Hast du mit Uli über Milli gesprochen? Wie käme ich dazu? Er glaubt, dass Milli Drogen nimmt. Hat er dir das gesagt? Mir nicht, aber Milli. Ach, Tratscherei gibt immer nur Probleme. Ja, aber Milli macht mich dafür verantwortlich. Sie glaubt, ich gehe mit ihren Problemen hausieren. Erika, ich habe ganz bestimmt mit niemandem darüber gesprochen. Aber wenn er es nicht von dir hat und nicht von mir hat, von wem dann? Keine Ahnung. Dann gibt's nur eine Erklärung. Uli hat gesehen, wie Milli Drogen nimmt. Ach, das glaubst du nicht im Ernst. Ja, wieso nicht? Sie hat auch so aggressiv reagiert. Du fragst am besten Uli selbst, dann weißt du Bescheid. Lieber Gott, lass es nicht wahr sein. Erika, jetzt mach dich nicht verrückt. Es gibt bestimmt eine ganz einfache Erklärung. Ja, hoffentlich. Ich habe dir schon mal gesagt, ich glaube nicht, dass Milli dieses Zeug nimmt. Das passt nicht zu ihr. Selbst wenn du recht hast.
Nach dieser Geschichte wird Millie mir sowieso nie wieder vertrauen. Nur noch eine Kiste, dann bin ich durch. Die hätten wir auch noch durchsehen können, aber du wolltest ja nicht. Dir fielen ja schon fast die Augen zu. Gibt es etwas, was du nicht bemerkst? Wenig. Danke, Christoph, du warst eine echte Hilfe. Aber ich habe zu danken. Für mich war es so eine kleine Bildungsreise. Hallo, gibt's heute gar nichts zu essen? Gut, sagen wir danke, Christian. In einer halben Stunde? Ja, so lange halte ich es gerade noch aus. Sie haben es gehört? Sehr wohl. Ist Henning denn schon da? Oh, keine Ahnung, ich bin selber gerade erst gekommen. Entschuldige bitte, Schatz. Aber ich konnte wirklich nicht früher. Bist du mir sehr böse? Ich glaube, wir beide sind hier überflüssig. Komm. Kannst du mir was Schönes anbieten? Ja, natürlich. Was willst du denn? Ich habe den ganzen Nachmittag auf dich gewartet. Weißt du, wie schwierig es ist, für Clarissa einen Vertrag zu entwickeln, den sie auch noch unterschreibt? Ich bin schier verzweifelt. Ich habe mich so gefreut, mal wieder mit dir allein zu sein. Du hättest wenigstens anrufen können. Falls du Hunger hast, ist noch genügend da. Deine berühmten Spaghetti, Ja, ich kann nichts anderes. bevor du sie wegschmeißt. Uli ist noch mal weg. Von mir aus, ich bin froh, wenn ich mal meine Ruhe habe. Ist es nicht ein bisschen hart? Seit Tagen schleicht er um mich rum und versucht, schön Wetter zu machen. Das nervt. Du machst es ihm aber auch nicht gerade leicht. Mich ärgert einfach, was er am Schneiders abgezogen hat. Einfach zu behaupten, ich sei nicht sein Freund. Er hat sich entschuldigt. Das reicht nicht. Entweder kriegt er seine Probleme in den Griff oder... keine Ahnung. Uli liebt dich. Ja, im stillen Kämmerlein. Och Mann, Nick, ich will, dass er in der Öffentlichkeit auch zu mir steht. Ja, mit dir zusammen zu sein, ist eine völlig neue Erfahrung für ihn. Jetzt lass ihm doch mal Zeit. Wenn Uli etwas wirklich will, dann schafft er es auch. Und dich will er. Zwischen wollen und können ist ein großer Unterschied. Er will nicht mal mit mir weggehen. Wundert dich das? Okay, ich habe mich total blöd benommen, aber mehr als entschuldigen kann ich mich ja wohl nicht. Du kannst ihm zeigen, dass du zu ihm stehst. Und wenn er mir gar keine Chance dazu gibt? Außerdem, ich habe es mir zigmal vorgenommen und jedes Mal, wenn es darauf ankommt, ach, Ich weiß, wie schwer das ist. warum tue ich das denn dann? Weißt du, ich hasse mich selbst dafür. Ich habe damals auch bescheuerte Sachen abgezogen. Weißt du, als ich mich damals das erste Mal in eine Frau verliebt habe, da war ich total verunsichert. Du? Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Doch, ehrlich. Einerseits hätte ich die ganze Welt umarmen können, so happy war ich. Andererseits hatte ich Schiss, Und wovor? wie die anderen reagieren. Ich habe mich lange nicht getraut, es offen zuzugeben. Ich hatte Angst, dass manche Leute nichts mehr mit mir zu tun haben wollen. Das Problem kommt mir sehr bekannt vor. Ja, aber die Hauptsache ist doch, dass du mit jemandem zusammen bist, den du liebst und der dich liebt. Ob schwul oder bi, das spielt doch nun wirklich keine Rolle. Das klingt alles so einfach. Ist es auch. Wenn du dich nur erstmal überwunden hast. Eigentlich ist Schwulsein heutzutage doch gar nichts Besonderes mehr. Die meisten Leute gehen vollkommen locker damit um. Aber ich dachte, das hätten wir... Ja, ich sehe mir den Passus noch mal an. Bis morgen. Wiederhören. Entschuldige bitte, aber es gibt immer noch Probleme mit dem Vertrag. Ich habe doch gesagt, dass es mir leid tut. Es ist nicht das erste Mal, dass du unsere Verabredung vergisst. Warum glaubst du, tue ich das alles? Dein Vater sagt meinetwegen. Ja, genau. Ich mache das wegen uns. Oder hast du vergessen, wie viel Ärger wir mit Clarissa gehabt haben? Natürlich nicht. Sie hätte beinahe unsere Beziehung zerstört. Das Risiko gehe ich nicht nochmal ein. Ich habe mich wirklich schon sehr auf unsere Arbeit gefreut. Aber die läuft uns doch nicht weg. Du bist immer nur unterwegs. Wir sehen uns doch kaum noch. Ab und zu muss ich auch mal Geld verdienen. Ich mache diesen Bildband doch auch für uns. Verzeihung, Herr Graf. Es ist serviert. Danke, Christiane. Mein Vater und Kathi sind in der Bibliothek. Ich sag Bescheid. Wir bereiten diesen Bildband zusammen vor. Versprochen. Ehrenwort.
ist denn das? Guten Morgen. Mitten in der Nacht. Du Schlafmütze, es ist 8 Uhr. Weck mich um 10. Ich hab Spätdienst. Tom. Oh, ich schlafe. Riechst du das nicht? Kaffee. Der Kandidat hat 100 Punkte. Tom. Oh Mann, du nervst. Ich will schlafen, okay? Jetzt guck doch mal. Ich habe uns Frühstück gemacht. Käse, Salami, Lachs. Alles, was du magst. Hast du Uli was gesagt? Was meinst du? Ja, dass meine Mutter dachte, ich nehme Ecstasy. Spinnst du? Dann kann er es nur von Charlie Schneider haben. Diese Tratsch-Tante. Ja, und die hat's von deiner Mutter. Womit wir wieder beim Thema wären. Ständig mischt sie sich in mein Leben ein. Typisch Eltern. Was meinst du, warum ich mit meinen keinen Kontakt mehr habe? Ach, sowas will ich aber nicht. Ich habe meine Mutter gern. Sie geht mir nur manchmal tierisch auf die Nerven. Kein Wunder. Wieso? Ja, die weiß, dass du die Schule schwänzt. Ich kann mir das leisten. Ich mache mein Abi mit links. Genie lässt grüßen. Sie soll mich gefälligst in Ruhe lassen. In ein paar Wochen bin ich 18, dann kann sie mir sowieso nichts mehr. Worüber regst du dich denn eigentlich noch auf? Uli kann bestimmt nicht seine Klappe halten. Der hat doch schon längst mit Nick und Tom darüber gequatscht. Und bald denkt jeder, ich bin auf E. Jetzt komm mal wieder runter von deinem Trip. Ich zum Beispiel habe nichts gemerkt. Du hast gut reden. Wenn sie dir unterstellen, dass du dieses Zeug nimmst, dann stimmt es wenigstens. Das muss ja jetzt kommen. Ja, ist doch wahr. Weißt du was? Wir beide sollten mal wieder einen drauf machen. Wie wär's mit heute Nachmittag? Wenn du meinst, okay. Bei so viel Begeisterung kommt Freude auf. Erstmal muss ich ein paar Stunden in der Schule absitzen. Sonst heult meine Mutter sich wieder bei allen möglichen Leuten aus. Soll ich dir noch einen Kaffee holen? Danke, reicht. Das war doch nett jetzt, oder? Was ist? Ich will nicht. Was hast du denn auf einmal? Das mit dem Frühstück war ja okay. Aber mehr ist nicht drin. Was heißt das jetzt? Uli, wir haben ein Problem. Und das kannst du nicht mit einem Frühstück und ein paar Küssen aus der Welt schaffen. Ich dachte, du freust dich. Den einen Tag stößt du mich vor den Kopf, den anderen tut's dir wieder leid und du veranstaltest sonst was. Aber so läuft das nicht. Was soll ich denn noch machen? Wenn du das immer noch nicht weißt, dann kann ich dir auch nicht helfen. Schläft Kathi noch? Sie ist heute Morgen sehr früh aufgestanden und dann weggefahren. Aber wohin, wissen Sie nicht? Leider nein. Brauchen Sie mich noch? Nein, im Moment nicht, danke. Wo kann Kathi denn so früh hin sein? Keine Ahnung. Ich war auf dem Friedhof. Morgen zusammen. Morgen, Kathi. Wir haben uns Sorgen um dich gemacht. Es ist alles in Ordnung. Womit habe ich das verdient? Der Stein auf Hannes Grab ist wirklich wunderschön, danke. Ah, gut, ja. Hast du schon gefrühstückt? Nee, ich habe auch keine Zeit. Ich wollte gleich ausreiten. Nimmst du mich mit? Seit meinen letzten Reitstunden bin ich ziemlich gut. Sicher? Nicht so gut wie du, aber ich bleib zumindest oben. Sogar am Galopp. Naja, dann. Viel Spaß. Danke, bis nachher. Tschüss. Oh, hallo. Wo wollen die beiden denn hin? Gemeinsamer Ausritt. Hoffentlich lässt sie sich nicht von Kathi abhängen. Was hat der Anwalt gesagt? Der Vertrag ist jetzt wasserdicht. Wo ist Caroline? In der Stadt. Aber sie wollte doch hier auf mich warten. Das war vor einer halben Stunde. Habe ich so lange telefoniert? Ich sag dir eins. Wenn Clarissa diesen Vertrag unterschrieben hat, mache ich 3 Kreuze. Wenn sie unterschreibt. Ich wage es kaum zu hoffen. Ja, du machst mir Mut. Natürlich müssen wir alles versuchen, aber... Aber was? Henning, vergiss bitte nicht, dass du auch noch eine Frau hast. Hat Caroline sich beschwert? Nein. Aber ich fühle, dass sie darunter leidet, dass du so wenig Zeit für sie hast.
Mach nicht den gleichen Fehler wie ich mit Barbara. Wenn du den Schlüssel vergessen hast... Ach, du bist es. Sag mal, wie kommst du drauf, dass Millie Drogen nimmt? Was soll denn die Frage? Nimmt sie oder nimmt sie nicht? Woher soll ich das wissen? Du hast es ihr doch unterstellt. Ach, das musst du gerade sagen. Du glaubst doch, dass sie es tut. Ich? Ja, das hast du jedenfalls Charlie Schneider gesagt. Du hast unser Gespräch... Ach, Uli. Weißt du eigentlich, was du mit deinem Gerede angerichtet hast? Millie ist stinkesauer auf mich, weil sie glaubt, ich erzähle überall herum, dass sie Drogenprobleme hat. Das wollte ich nicht. Warum hast du mich nicht erst gefragt? Ich habe mitbekommen, wie du gesagt hast, dass Millie meinetwegen Probleme hat. Da dachte ich, am besten rede ich mal mit ihr. Sie hat mich gar nicht zu Wort kommen lassen. Sie hat mich gleich rausgeworfen. Gott, was für eine verfahrene Situation. Und wenn ich Millie sage, dass du nichts dafür kannst, dass es meine Schuld war? Dann weiß sie doch gleich, dass ich mit dir gesprochen habe. Und ist noch viel, viel wütender auf mich. Ja, hast du auch wieder recht. Tja, ist eben dumm gelaufen. Ich will dich nicht länger aufhalten. Das tust du nicht. Tschüss, Uli. Tschüss. Und, dass ich hier war, das bleibt unter uns, bitte, ja? Klar, du kannst dich auf mich verlassen. Wo ist der Vertrag? Er liegt auf deinem Schreibtisch. Und der ist genau so, wie wir uns das vorgestellt haben. Genau so hat ihn der Anwalt ausformuliert. Wir sollten trotzdem noch mal drüber reden. Ja, gerne. Und wann? In circa einer Stunde bin ich zurück. Was machst du die ganze Zeit? Ich muss noch mal in die Firma. Es gibt irgendwie Probleme in der Buchhaltung. Also gut, bis dahin sind wir nicht so weit. Bis dann. Hallo? Ich denke, ihr seid reiten. Ja, ich wollte. Aber das Pferd nicht. Hat es gewehrt und Nein gesagt? Nein, das blöde Pferd hat mich abgeworfen. Und Kathi? Die ist allein weitergeritten. Tja, Pferde haben eben ihren eigenen Kopf. Ich auch. Na, dann kann es ja nichts werden. Henning, Ja? versteh mich jetzt bitte nicht falsch. Was ist denn? Könntest du vielleicht etwas weniger arbeiten? Naja, ich glaube, Caroline würde es gut gefallen, wenn ihr ein bisschen mehr Zeit füreinander hättet. Ist das hier eine Verschwörung? Wieso? Erst mein Vater, jetzt du. Was habt ihr alle auf einmal? Sie sieht halt irgendwie traurig aus, deshalb. Dazu wird sie bald keinen Grund mehr haben. Was meinst du damit? Ich habe mir was einfallen lassen. Was hast du vor? Kein Kommentar. Einmal Rührei mit Schinken. Guten Appetit. Hey Uli, willst du was frühstücken? Ich das Wort schon höre. Hast du was am Magen? Ja, schön wär's. Krieg ich einen Preis, wenn ich das Rätsel löse? Der Tag hat gerade erst begonnen und ist schon gelaufen. Aha. Es ist egal, was ich mache, es ist jedes Mal falsch. Wieder mit Tom? Nee, nicht nur. Sondern? Oh, du lass dir doch nicht jedes Wort aus der Nase ziehen. Erika war bei mir. Ahnst du warum? Wahrscheinlich wegen Mini? Treffer. Tja, hier in der Kneipe werde ich noch zur Hellseherin. Kunststück. Es kommt ja auch jeder und labert dich mit seinen Problemen zu. Schicksal. Du hättest Mini in Ruhe lassen sollen. Sie kriegt das ganz gut allein auf die Reihe. Ja, hinterher ist man immer klüger. Was ist mit Tom? Ich habe ihm heute Morgen Frühstück ans Bett gebracht. Oh, lass mich raten, er hat dich mit Brötchen beworfen. Ja, so ungefähr. Jedenfalls bin ich nicht an ihn rangekommen. Ja, mit Kaffee kochen kriegst du euer Problem auch nicht geregelt. Lagst du zwischen uns? Was? Genau das hat er gesagt. Ja, und wie siehst du das? Genau so. Aber die Aktion mit dem Frühstück sollte auch erst der Anfang sein. Der Anfang von was? Das verrate ich. Wie wär's denn mit Schlittschuhlaufen? Zu kalt. Na dann eben Sauna. Zu heiß. Skaten. Kein Bock. Ja, dann mach du eben einen Vorschlag. Hey, kannst dann echt totquatschen. Haha. Na, jetzt entscheid dich doch mal. Wozu denn? Ich hab dir gerade 1000 Vorschläge gemacht. Das war alles nur Müll. Danke, aber deinen Frust kannst du woanders rauslassen. Christian. Scheiße. Nein, eben nicht. Ich mache alles falsch. Kennt mich alle mal echt. Hey, was ist los?
kannst es doch sagen. Ich bin doch dein Freund. Egal, was ich mache es falsch. Ich bin noch da. Henning? Der ist nicht da. Ich dachte, er wäre schon zurück. Wie geht's dir? Ganz gut. Sieht aber nicht so aus. Darf ich mal? Hier. Ihr seid ein sehr schönes Paar. Das hast du schon bei der Hochzeit gesagt. Ihr seid es immer noch. Du liebst Henning sehr, nicht wahr? Natürlich. Und wie? Aber er macht es mir ganz schön schwer. Er verspricht mir das Blaue vom Himmel und hält es nicht. Du bist seine große Liebe. Tja. Fragt sich nur, wie lange noch. Wir von Anstetten sind ausdauernd. Das hast du sehr nett gesagt. Aber? Kein Aber. Soll ich noch mal mit ihm reden? Das ist lieb von dir, aber Henning muss selbst merken, was los ist. Alles andere hat keinen Sinn. Es wird schon wieder. Ich weiß nicht. Henning und ich, wir haben uns mal so gut verstanden. Aber in letzter Zeit ist er mir richtig fremd geworden. Uli, so geht das nicht weiter zwischen uns. Du gibst mir doch gar keine Chance. Immerhin renne ich mit dir durch die Gegend, ohne zu wissen, wohin. Ich dachte mir, wenn wir ein bisschen spazieren gehen, dann können wir besser reden. Genau darum geht's doch. Ich habe keine Lust mehr zu reden. Ich will, dass sich endlich was ändert. Komm, ich gebe mir doch wirklich Mühe. Ja, indem du mir Frühstück machst und mit mir durch die Straßen rennst. Du bist wirklich ungerecht. Uli, ich kann so nicht mehr. Ich will was anderes. An was genau hast du da so gedacht? Ne? Nicht das, was du denkst. Uli, du nimmst mich überhaupt nicht ernst. Doch, das tue ich. Guck mal.